Heute bei den Lately News haben im niedersächsischen Hameln mehrere Ladendiebe die Tür zu einem Schokoladenladen eingetreten und kartonweise Schokolade aus selbigen geklaut. Sie verluden die Schokolade in einen Transporter und rasten schnell weg, bevor die Polizei am Tatort erscheinen konnte. Nun bittet dementsprechend die dafür ins Leben gerufene Soko Schokobär um tatkräftige Mithilfe, gerade von allen regionalen Zahnärzten, um der Soko Schokobär sofort mitzuteilen, falls bei ihm Patienten vorstellig werden mit einem massiven Kariesbefall. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus unzähligen Segmenten der Heute-Show mit Olli Welke, wo ich bereits sein Studio einmal mehr vermessen habe, um dann für ihn im Sommer einzuspringen. Leider in den Monaten, wo es keine Heute-Show gibt. Aber immer noch besser, als in der Zeit wieder die Haare von Thomas Gottschalk mit einer Nagelpistole an dessen Kopf zu befestigen. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, die Daily Show mit Greg Kinnear auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Passau, wo dieser kleine Piepmatz gerade darüber nachdenkt, ob er wirklich einmal im Maul vom Krokodil nach Essen sucht, wie es ihm das Krokodil versucht, seit Stunden weiß zu machen. Spoiler, da ist bald nur der kleine Piepmatz als Essen drin. Außerdem gibt es nachher die einzig wahre Videospielkritik zum neuen Anstoß 2022. Einer Fußballsimulation aus den Tiefen des Geschäftsfelds des internationalen Fußballs, dessen größte Stärke es ist, den Spieler nicht zu zwingen, Schalke 04 zu managen. Oder den HSV oder Hertha BSC. Wer also schon immer einmal seinen Lieblingsprovinzverein aus den Niederungen des deutschen Fußballs in die Bundesliga führen wollte, dabei aber nicht auf Milliarden zurückgreifen kann wie Leipzig oder Hoffenheim. Oder einen geheimen Geldsheet kennt wie die Bayern, kann dies nun den Anstoß 2022 endlich live nacherleben. Noch nie hat sich Red Bulls Leben realistischer angefühlt. Na mal schauen, ob es an seinen geistigen Vorgänger Freistoß, das Dolly Buster Spiel und Strafstoß mit Long John Silver herankommt. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Geradezu gebetsmühlenartig weise ich immer wieder an dieser Stelle darauf hin, dass man einen Banküberfall auch gefälligst ordentlich planen sollte. Das heißt selbstverständlich nicht, dass man nur bei Google eingibt, wie plane ich einen Bankraub, sondern ein guter Bankraub bedingt, dass man vorher sein Ziel des Bankraubes ordentlich ausspäht. Es bringt schließlich niemandem etwas, wenn man um 8 Uhr vor der Bank steht, diese aber erst um 12 Uhr aufmacht. Alleine so lange das Fluchtauto mit laufendem Motor vor der Tür stehen zu haben, ist ziemlich umweltschädlich. Hätten sich nur auch ein paar Bankräuber in Berlin-Lichtenberg an diese Regeln gehalten, dann hätten sie auch nicht vor verschlossenen Türen gestanden und sich dann entschlossen, ersatzweise einen Geldautomaten aus dem Vorraum zu stehlen. Nur war dieser nicht nur 300 Kilo schwer, sondern leider bemerkten sie erst später in ihrem Versteck, dass sie nicht einen Geldautomaten mitgenommen hatten, sondern nur den Automaten, wo man sich Kontoauszüge mit ausdrucken kann. Wenigstens müssen die Diebe jetzt nicht mehr ihr Versteck verlassen, wenn sie mal Kontoauszüge ausdrucken wollen. Währenddessen in Nürnberg. Wenn ich etwas niemals verstehen werde, dann die Straßenverkehrsordnung, die ich für gar nicht in Ordnung halte. Wenn man nicht verkehrt herum in einer Einbahnstraße fahren darf, warum baut man dann immer die falsche Seite an die Seite, wo ich reinfahre? Das ist doch ein Designfehler. Und warum darf ich nicht in einer angeblichen Feuerwehreinfahrt parken, wenn ich ein Auto habe, das rot wie die Feuerwehr ist? Aber als jemand, der sehr umweltbewusst ist, habe ich die vielen Strafzettel selbstverständlich recycelt. Weswegen ich aus den Strafzetteln Papierflieger machte und versuchte diese bei meinem Nachbarn Günther Jauch unter die Scheibenwischer seiner Autos in seinem Fuhrpark zu werfen. Was irgendwann jedoch leider nicht mehr funktionierte, weil die Scheibenwischer unter der Last der Papierflieger hochklappten. Dasselbe hätte bestimmt auch gerne ein 57-jähriger LKW-Fahrer aus Nürnberg gemacht, der es schaffte, innerhalb von 3 Monaten
nur 200 Verkehrsverstöße zu sammeln, mit einer Gesamtsumme beim Bußgeld von 14.220 €. Geholfen hatte dabei auch nicht, dass er beim Bezahlen dieser Summe sein LKW auf der Straße beim Ordnungsamt quer parkte. Derweil in Malibu. Eines meiner größten Geheimnisse ist ja, dass ich ein riesiger Fan von Duftkerzen bin. Das liegt aber auch nur daran, dass ich in Spandau direkt neben einer Zigarettenfabrik aufgewachsen bin und dementsprechend immer einen gewissen Zigarettengeruch mit mir herumtrug. Und um nicht weiter von den Kindern in der Grundschule als der Coole, der schon rauchen kann, gehänselt zu werden, fing ich recht früh an, mit Duftkerzen herum zu experimentieren. Das waren anfangs nur Teelichter mit Lavendelgeruch, aber das artete recht schnell aus bis hin zu handgedrehten kubanischen, nach Vanille riechenden Bienenwachs-Duftkerzen. Genau deswegen bekomme ich noch heute beim Riechen am Wunderbaum im Auto eine Erektion, was nur der medizinische Begriff dafür ist, wenn man sich durch Gerüche an Dinge oder Erlebtes erinnert. Woran ich mich jedoch nicht gerne erinnern würde, wäre der Geruch der neuen Duftkerzen-Kollektion von Gwyneth Paltrow. Denn ihre Firma Goop bietet nun eine Duftkerze an, die nach Gwyneth Paltrows Vagina riecht. Und wie oft meinte ich schon zu meinen Freunden, bin ich das oder riecht es hier nach der Vagina von Gwyneth Paltrow? Noch zum Abschluss die Lately News Videospielkritik der Woche. Mit dem neuen Anstoß 2022 für alle aktuellen Konsolen wie dem Game Boy Color. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Anstoß 2022 nur vollgestopft ist mit Fake-Upsides. Ich bin ja in der Fußball-Bundesliga als einer der progressivsten Fußballlehrer bekannt. Sicherlich hat mein Engagement bei Schalke, Hannover, Nürnberg und dem HSV nicht ganz die gewünschten Erwartungen erfüllt, außer der Abstieg war das Saisonziel. Aber ich habe schon Tiki-Taka spielen lassen, als er noch Taka-Tiki genannt wurde, was aber gegen mein Tiki-Taka aussah wie Non-Fußball. Und wenn du diese Referenz verstanden hast, dann kennst du sogar noch die Fußball-Simulationsreihe Anstoß aus den Anfängen der PC-Zeit. Als PCs noch groß waren wie Scheunentore und selbst dann hätte Toni Kroos in Madrid nur die Eckfahne getroffen, die im Stadion von Rio de Janeiro. Und so stellt sich mir nur die Frage am Ende, nach über 90 Minuten plus Verlängerung, die ich alleine im Editor vom neuen Anstoß 2022 verbracht habe, um alle Spitzenspieler der Welt in mich umzubenennen, warum ist das nicht schon von Anfang an so? Würde mir viel Arbeit ersparen. Aber sei niemals gewarnt, Anstoß 2022, 10 von 10 dunkelgrünen Lately Fake Bugs an dich und ich hoffe, dass demnächst weltweit der FC Strelitz den Real Strelitz im Strelitz League Finale mit einem goldenen Strelitz in der Verlängerung schlägt. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.